Hi Leute und herzlich willkommen zum 6. Tag der IAE 2955. Wir schauen uns heute die Schiffe von Kruger, Misk, Mirai und Anvil an. Wir sehen uns gleich in der Messehalle. Wir sind in der Messehalle angekommen, beginnen wir mit Kruger Intergalactic. Kruger stellt auf der Messe dieses Jahr die L21 Wolf vor. Ein neues Schiff, das ist schon etwas früher im Jahr rausgekommen. Die L21 Wolf ist genau wie alle anderen Schiffe von Kruger, die wir bisher haben, ein kleines Unterstützungsschiff. Und ihr seht schon, hat eine sehr, sehr markante Nase und ein sehr retrofuturistisches Design. Gleich daneben haben wir dann jetzt eine Neuvorstellung auf der Messe. Das ist die L22 Alpha Wolf. Größter Unterschied, den wir hier erkennen, sind diese seitlichen Flügel, die natürlich sehr schön wie alte amerikanische Straßenkreuzer aus den 60ern mit diesem Rücklicht versehen ist. Also eine super retrofuturistisches Detail. Ansonsten ist das ein ähnlich gebautes Schiff. Wir haben, wenn ihr das mal vergleicht hier mit dem Antrieb, hier an der Oberseite ein paar mehr Kondensatoren. Das heißt, hier ist mehr Strom verbaut. Liegt daran, dass dieses Schiff von Haus aus mit Laserwaffen ausgestattet ist, aber das lässt sich zwischen den beiden Schiffstypen hin und her tauschen. Auch Misk ist wieder auf der Messe vertreten und ihr seht hier eine Karosserie, die einigen von euch sicherlich bekannt vorkommt. Das ist keine Prospector, das ist die neue Misk Fortune. Das ist auch kein Bergbauschiff, sondern es handelt sich hier um ein Bergungsschiff. Wir haben hier den Materiallaser und hier jeweils die Schredderpaneele. Etwas besonders an der Fortune ist der seitliche Teil, wo wir bei der Prospector die Erzpods gewöhnt waren, ist jetzt ein Cargo Grid, wo das abgebaute Material aus der Bergung hier quasi zu diesen hinteren Öffnungen herausfährt und sich automatisch auf diesem Grid anordnet. Ohne dass man wie bei der Vulture aufstehen und die Kisten extra einzeln aufs Cargo Grid platzieren muss. Das haben wir zu beiden Seiten, das heißt 12 SCU passen hier drauf. Das ist dieselbe Größe wie bei der Vulture, aber natürlich wisst ihr auch, bei der Vulture kann man auch im Laderaum Kisten neben dem Cargo Grid stapeln. Die Leiter kennen wir noch aus der Prospector. Auch hier in diesem Teil sieht es ähnlich aus wie in der Prospector. Wir haben hier die Komponenten, ein Engineering Terminal, Sicherungskasten, ein Bad, eine winzige Küche und ein Bett mit Lagerschränken. Und nach vorne das Cockpit, das eigentlich fast genauso aussieht bei der Prospector. Der große Unterschied ergibt sich jetzt nach hinten, denn wir können hier weiter nach hinten durchgehen, gehen auch durch Fenster nach außen auf das Cargo Grid, auf das Frachtgitter und kommen hier hinten dann beim Extraktor an, wo wir nochmal nach hinten gehen können und da haben wir einen zusätzlichen Frachtraum. Der hat auch nochmal Komponenten zu beiden Seiten. Schilde und Kühler und einen Frachtaufzug, der sich auch ausfahren lässt. Der hat zwar selbst kein Frachtgitter, aber da könnte man jetzt natürlich auch argumentieren, dass man hier auch Materialkisten stapeln könnte. Wäre also von der Kapazität wieder genau wie die Vulture gelagert. Mit dem Vorteil, man muss bis 12 SCU hier gar nicht sich von seinem Sitz bewegen. Das geht alles vollautomatisch. Allerdings hat man den Nachteil, nach 12 SCU muss man das Schiff nach außen verlassen, um die Boxen auf den hinteren Frachtaufzug zu stellen. Während man in der Vulture alles von innerhalb des Schiffes umschichten kann. In Halle 5 erwartet uns dann die Performance-Sparte von Misk, Mirai, mit 2 ihrer Schiffe. Da haben wir einmal die Fury LX, die Fury und die Fury MX haben wir uns auf der letzten Messe schon angesehen. Die LX ist die reine Rennsport-Variante der Fury.
verfügt über keine Bewaffnung. Also hier geht es wirklich nur um reine Performance für den Rennsport. Im Hintergrund haben wir dann etwas Neueres, und zwar die Guardian MX. Die Guardian wurde dieses Jahr erst neu vorgestellt als Kampfschiff. MX Guardian ist sozusagen ein schweres Kampfschiff. Die ist nochmal dicker gepanzert, dicker bewaffnet als die Guardian, und die können wir uns auch mal von innen ansehen. Ah ja, dort ist ein Panel. Da haben wir einen Aufzug, der ausfährt. Jawohl, da sehen wir, wir fahren nach oben, da stehen wir gleich vor dem System Processor. Da könnten wir auch wieder runter. Hier haben wir einen Anzugschrank. Hier haben wir direkt den Waffenschrank, so wie es aussieht. Und hier nochmal Components. Der Quantenantrieb. Ob das sinnvoll ist, bei einem Kampfschiff den Quantenantrieb direkt neben dem Eingang zu haben, muss jeder selber entscheiden. Weiter nach vorne haben wir quasi noch mehr Komponenten zu beiden Seiten. Dann auch die Engineering-Konsole. Und sogar Lagerplatz. Der sich aber wohl... Naja, das hier nicht wirklich öffnen ist. Okay. Weiter nach vorne. Nur nochmal ein Korridor. Scheinbar nichts weiter. Davor das Cockpit. Man sieht jetzt, wir haben hier erstmal nur Blick nach vorn. Ich glaube, diese seitlichen Paneele schalten dann, wenn das Schiff Power hat, auch noch auf Durchsicht. Quasi Kameras. Sind ansonsten von außen gepanzert. Und dann hat man auch eine ziemlich gute Rundumsicht. Das lässt sich aber auch noch etwas anpassen, denn das Cockpit lässt sich noch weiter panzern. Zack. In Halle 2 stellt nun Anvil nochmal 3 Schiffe vor, und zwar die F-8C Lightning, die wir schon mal auf der Messe gesehen haben. Dann die F-7CM Super Hornet Mark II. Dieses Jahr auch neu erschienen ist die Anvil Paladin. Die Paladin ist so ein bisschen angelehnt an die Valkyrie, also es ist quasi das gleiche Chassis, aber etwas reduziert. Da, wo die Valkyrie dann ihr Frachtmodul hatte, beziehungsweise auch Asgard, hat die Paladin einen leeren Raum und eine riesige Schiene, auf der ein Geschütz umherfährt. Genau, von unten sieht man es dort oben. Ein riesiges Geschütz. Und das kann quasi auf dieser hinteren Schiene herunterfahren und auch die Unterseite des Schiffes abdecken. Der Einstieg zur Paladin befindet sich auf der linken Seite. Da fährt eine Rampe mit Treppenstufen aus. Kann man nach oben steigen. Kommt hier nochmal durch eine innere Tür. Den Korridor. Da haben wir schon vorneweg 4, ich glaube, Rettungskapseln. Oder vielleicht auch Anzugschränke. Nach hinten einen ziemlich umfangreichen Waffenschrank. Und nach vorne dann das Hauptdeck. Da haben wir, ich denke, hier Zugang zu den Komponenten. Ja, da haben wir ein paar. Sicherungskasten und Engineering. Noch mehr Komponenten. Und nach vorne weiter. Den Gang nach unten müssten wir zur vorderen Brücke gelangen. Genau, das ist die untere Brücke, ist tatsächlich der Schützenstand. Und wir haben hier ein Sichtfenster, von dem aus wir die obere Brücke sehen, beziehungsweise die obere Brücke uns inklusive Feuerlöscher, man weiß ja nie.
Dann haben wir hier auch eine Leiter, die in den oberen Schiffsteil führt. Wir nehmen aber nicht die Leiter, wir nehmen die Treppe. Kopf einziehen. Auf dem Oberdeck angekommen haben wir auf der Backbordseite eine Sitzecke. Noch mehr Komponenten. Die Räume für die Crew haben wir hier nochmal. Naja, so ein bisschen eine Art Küche. Wir haben Schränke. Nochmal eine Sitzecke. Beziehungsweise 2 Sitzecken, eine Art Schreibtisch hier. Und 2 Betten für die Crew. So, raus und gegenüber müsste dann, genau, ein zweiter identischer Raum für die Crew sein, weil wir haben hier ein Schiff für 4 Personen. Er sieht also exakt genauso aus. Gehen wir in den hinteren Teil des Schiffes, kommen wir hier nochmal in einen Maschinenraum. Da haben wir auch die Generatoren, den Sprungantrieb und noch einen Sicherungskasten sowie die zweite Engineering-Konsole. Und weiter nach vorne, da kommen wir gar nicht dran vorbei, haben wir hier auf der Steuerbordseite gegenüber von der Sitzecke das Badezimmer. Das ist relativ umfangreich. Servus. Da geht also was. So, gehen wir nach vorne. Haben wir hier diese Leiter, haben wir schon von unten gesehen. Den Zugang zur Brücke. Auch hier nochmal ein eigener Sicherungskasten. Zugang zum Radar. Zugang zum Computer. Und den Pilotensitz und den Co-Pilotensitz. Wie gesagt, ein sehr übersichtliches Cockpit mit Bodenglas zum unteren Cockpit. Schauen wir noch schnell bei den Ausleihkonsolen vorbei, was es heute auszuleihen gibt. Auch relativ neu im Line-Up von Anvil ist der Terrapin in seiner Medic-Variante und die Anvil Asgard. Die Asgard ist quasi die Valkyrie nochmal, aber ohne die Jumpseats, also ohne Kapazitäten, um Truppen zu transportieren, dafür aber mit einem freien und offenen Laderaum. Kruger hat natürlich auch neben seinen L21 und L22 die P52 und P72. Und Mirai ist diesmal aufgeteilt auf 3 Sparten. Wir haben hier einmal die Pulse Spikes, die Razor, die wir schon vom letzten Mal kennen, und die Fury LX und Fury. Man kann also sagen, die Racing-Sparte. Wir haben aber genauso auch die Guardian QI, MX und Guardian. Und dann haben wir noch Misk mit den beiden Starlancer-Varianten Tag und Max. Ich glaube, die Max haben wir uns zur letzten Messe schon angesehen. Die Tag ist, glaube ich, danach erst erschienen. Das ist quasi die Kampfvariante der Starlancer. Ich hatte euch am ersten Tag der Messe hier in Aussicht gestellt, dass ich eventuell mir nochmal die RSI Apollo ansehe. Und ich habe tatsächlich eine Apollo ausgeliehen. Und die sehen wir uns jetzt gleich zusammen in meinem Hangar an. Die Apollo ist nicht nur ein medizinisches Versorgungsschiff, die ist eigentlich ein fliegendes Krankenhaus. Und das schauen wir uns jetzt mal von innen an. Zugang zur Apollo bekommen wir über eine Rampe am Heck. Wenn wir hier öffnen, und da sehen wir auch gleich den kontroversesten Teil der Apollo. Das ist nämlich der hintere Einstieg.
Seht hier, das ist so eine Art Luftschleuse. Ist sehr, sehr eng gehalten. Das heißt, trotz dessen, dass das hier ein großes Schiff mit großem Heck ist, bekommen wir hier kein Fahrzeug rein. Das ist besonders ärgerlich, weil natürlich zum Beispiel auch der medizinische Ursa-Rover mit diesem Schiff kombiniert eine super medizinische Versorgung bedeutet hätte. Aber nein, stattdessen haben wir hier eine Luftschleuse, die man gesondert schließen kann. Warum auch immer. Gut, weiter nach vorne betreten wir jetzt hier den Triageraum und die Triage, weil das die RSI Apollo Triage ist, sondern das ist auch auf der Medivac der Triageraum. Hier wird quasi entschieden, welcher Patient wohin kommt. Diese Funktion ist dieser Raum tatsächlich ziemlich groß und sieht auch recht leer aus. Hier hätte locker ein Ursa-Rover reingepasst, also ist es doppelt traurig, dass der Eingang nicht so breit genug dafür ist. An Steuerbord haben wir dann hier einen kleinen Ausrüstungsschrank und einen Anzugschrank. Wir haben Zugriff auf ein paar Komponenten wie die Schildgeneratoren und später auch Batterien. Und im hinteren Teil ein bisschen Lagerraum. Auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Da haben wir dasselbe in grün nochmal. Nur dass wir hier zusätzlich auch noch die Ingenieurskonsole haben. Dann weiter nach vorne haben wir die beiden Krankenstationen. Links und rechts. Und diese Krankenstationen verfügen über austauschbare Module, die man von hier, wie ihr seht, ein Tier 1 Bett für die schlimmsten Verletzungen frei umbauen kann, bis zu Tier 3 für die einfachsten Verletzungen, dafür aber 3 Betten. Das heißt, dieses Schiff lässt sich ausrüsten mit 2 bis 6 Plätzen für jede Art von medizinischer Anforderung. Am Ende der Patientenräume haben wir dann natürlich noch ein vollständig eingerichtetes Bad. Netterweise auch behindertengerecht, was sehr schön ist. Was wir allerdings nicht haben, ist eine Dusche. Also hier wirklich nur Toilette, Waschbecken. Was noch erwähnenswert ist, die medizinischen Betten funktionieren in der neuen Version etwas anders. Tatsächlich kann man an diesen Betten eine Regeneration, also einen Respawn setzen. Allerdings, die kleinen Betten, die Tier 3 Betten, können das nur noch bis zu 50 Kilometer Reichweite. Das heißt, wenn man weiter weg ist als die 50 Kilometer vom Schiff, regeneriert man wieder an seinem Hauptwohnort. Anders beim Tier 1, das hat eine Reichweite von bis zu einem ganzen Sonnensystem. Die medizinische Versorgung ist darüber hinaus aber auch nicht mehr kostenlos. Man sieht das hier an den Panels. Es gibt hier jetzt eine Anzeige mit sogenannten Med-Gel, also medizinischen Gel. Das erinnert ihr euch vielleicht noch, ist das, was in dem medizinischen Applikator die grüne Flüssigkeit ist. Da haben wir hier 600 Einheiten in dem Bett. Und diese Einheiten werden bei jeder Behandlung und bei jeder Regeneration weniger und man muss die wieder auffüllen. Die entsprechenden Kanister gibt es in den Shops zu kaufen und die werden dann an den Betten wieder nachgefüllt. Das heißt, man kann nicht mehr unendlich im Schiff Patienten versorgen, man kann auch nicht mehr unendlich regenerieren. Es gibt jetzt Kosten. Gut, hier aus dem mittleren Korridor haben wir dann natürlich offene Sichtfenster in beide Patientenräume. Das muss man natürlich wissen, ob das so mit Privatsphäre klar geht, aber naja, es ist erstmal ein Krankenhaus für die Notversorgung. Und wir haben ein großes Glasdach nach oben, in das auch natürliches Licht in die Krankenzimmer fällt. Das dient wohl der Genesung. Weiter nach vorne sind wir dann in einem Zwischenkorridor, der auch der Maschinenraum ist. Hier sind fast alle Komponenten untergebracht, bis auf die beiden, die wir hinten gesehen haben. Hier auch nochmal mit eigener Ingenieurskonsole. Und nach vorne kommen wir dann zur Brücke. Das ist nicht nur die Brücke, das ist auch der Wohnbereich für die Crew. Wir sehen hier, wir haben hier für die Crew selber ein kleines Badezimmer, Toilette und das hat auch eine Dusche.
Wir haben eine kleine Küchenzeile und Betten, und zwar 2 an der Zahl, symmetrisch angeordnet. Natürlich alles mit eigenem Lagerschrank. Auf der anderen Seite eine kleine Sitzecke, Tisch. Vorne Piloten- und Co-Pilotensitz und in der Mitte einen Aufzug, mit dem wir direkt aus der Brücke das Schiff verlassen können. Da geht nochmal eine Glocke runter, das heißt, das ist hier dann auch wie eine Luftschleuse. Und da können wir direkt aus der Brücke das Schiff verlassen. Gehen wir nochmal hoch. Wenn man dann auf der Brücke ist, lässt sich dieser Fahrstuhl auch komplett versenken, sodass man hier entspannt auf der Brücke rumlaufen kann. So Leute, das war die RSI Apollo und das war auch der 6. Messetag der IAE 2955. Ich sehe jetzt zu, dass ich dem Besitzer dieses Schiff wiederbringe. Er wartet sich ja schon sehnsüchtig darauf und wir sehen uns dann spätestens am 8. Messetag wieder zu Crusader und Tumbril und natürlich noch Consolidated Outland, Greycat und Argo Astronautics. Bis dahin, einen guten Flug und bis bald.